Einen wunderschönen guten Tag hier aus Siegen von Mercedes-Bald. Und hinter mir steht mein Wagen. Den lasse ich allerdings jetzt hier stehen, denn ich habe schon die Schlüssel von einem Wagen, den ich hier heute abhole. Und zwar bekomme ich den jetzt testweise für eine Woche mit. Und da vorne steht er auch schon. Genau, da ist er. Der neue oder das aktuelle Modell GLE 63 AMG. Schlüssel sieht übrigens voll cool aus, so komplett in schwarz lackiert. Gefällt mir echt gut. Ja, wuchtiges Teil. Boah. Okay, das ist mal eine knallige Farbe. Ich bin sonst kein Fan von roten Ledersitzen, aber bei weißen Autos finde ich das wieder geil. Den nehmen wir jetzt mit. Schmeißen wir an. Alright, dann wollen wir den mal mitnehmen. Ja, der GLE 63S AMG, muss ich sagen, gefällt mir erstaunlich gut. Das ist das erste Mal, dass ich den GLE fahre. Und so vom ersten Eindruck her, muss ich sagen, ist es wirklich ein sehr, sehr komfortables Reiseauto. Sportlichkeit kommt aber auch nicht zu kurz. Die normale Variante, also die Nicht-S-Version, hat 571 PS und die S-Variante hat 612 PS. In diesen 612 PS stecken dann nochmal 22 PS von diesem EcoBoost drin, also sprich elektrisch. Und dieser EcoBoost bringt auch nochmal 250 Newtonmeter. Das heißt, insgesamt hat der Wagen 850 Newtonmeter maximales Drehmoment. Ja, unter der Haube steckt ein 4 Liter V8 Turbomotor. Zudem kommt der Wagen selbstverständlich mit Allradantrieb und mit einer Luftfederung mit Wankstabilisierung. Das bedeutet, dass dieses, ja, was man noch zumindest von diesen alten SUVs kennt, dieses Hin- und Her-Wanken, weil der Wagen halt eben höher liegt, das gibt es hier so in dem Wagen nicht mehr. Die S-Variante hat im Gegensatz zur normalen Variante nochmal 2 zusätzliche Fahrmodi. Also diese normalen Fahrmodi wie Individual, Komfort, Sport und Sport Plus. Jetzt wird er auch lauter. Das kennen wir ja schon. Und dann hat er zusätzlich nochmal Gelände und Sand, diese 2 Fahrmodi. Ja, und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal auf Sport Plus drehe, dann macht er auch die Klappe hinten auf. Also dafür gibt es übrigens auch noch einen Knopf für die Abgasanlage. Von innen klingt er ganz gut. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze von außen klingt. Da bin ich heutzutage immer vorsichtig bei den Autos. Die klingen ja meistens mittlerweile von innen lauter als von außen. Das hören wir uns selbstverständlich aber auch nochmal von außen an. Aber so hier von innen klingt das wirklich noch sehr, sehr gut. Sehr sportlich, schön AMG-typisch, dieses Geblubber. Ja, hier merkt man wieder in den Kurven diese wunderbare Wankstabilisierung. Man merkt kaum irgendwelche Bodenwellen. Und wie gesagt, die Kurven meistert der wirklich ohne irgendwie hin und her zu eiern. Das Fahrwerk lässt sich auch noch in 3 Stufen regulieren. Und wer jetzt sagt, ja, wer fährt denn so einen Wagen noch Offroad im Gelände? Also, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Das werde ich natürlich jetzt auch gleich noch mal ausprobieren. Übrigens, der Wagen schießt von 0 auf 100 und jetzt haltet euch fest, ja, bei einem Gewicht von über 2,4 Tonnen schießt der Wagen von 0 auf 100 in 3,9 Sekunden. Das ist, krank ist das. Also einfach nur unnormal. Ja, und woran ich mich jetzt hier zum Beispiel erstmal gewöhnen muss, ist, ich finde, je höher man sitzt, umso weniger spürt man Geschwindigkeit. Ich bin mit dem Wagen so schnell auf 200, ohne dass ich es merke, weil es mir einfach nicht so vorkommt. Weil im Innenraum ist es schön leise, der Wagen fährt ja sehr smooth, sehr angenehm und dadurch, dass man eben so hoch sitzt, kommt es einem nicht so schnell vor. Was ich auch noch so hier gerade merke, ist, dass er mir die Sitzlehnen hier immer so aufpumpt. Ich muss auch sagen, das sind so mitunter die bequemsten Sitze von AMG, in denen ich je gesessen habe. Der schmiegt sich original dem Körper passgenau an. Egal, ob man jetzt etwas schmaler oder etwas breiter gebaut ist. Hey Mercedes. Was kann ich für dich tun?
Sitzmassage bitte einstellen. Okay, ich aktiviere die Massage. Also auch das, der erkennt, man muss nicht so vorgegebene Sätze mehr sagen, sondern man kann ganz normal sprechen. Früher war es ja in den alten Sprachsystemen oder in diesen Sprachsteuerungen so, dass es immer so vorgegebene Sätze gab, die man so 1:1 wiedergeben musste, damit er das erkennt. Man kann jetzt seinen ganz normalen Sprachgebrauch verwenden und der versteht das. Jetzt geht mir auch echt schön hier die Sitzmassage an und ich muss auch wirklich sagen, das ist ein teurer Luxus, an dem man sich ganz schnell gewöhnen kann hier bei dem Wagen. Sich jetzt hier mit der von der Sitzmassage durchkneten zu lassen, ist schon was echt Feines. Da könnten wir jetzt auch per Sprachsteuerung die Sitzheizung oder die Sitzlüftung einstellen. Was auch ganz toll ist, das zeige ich euch gleich nochmal im Stand, sind diese Vitalprogramme. Luxus pur in dem Wagen, aber das auch nicht ganz billig. Der normale GLE 63, das Coupé, beginnt bei knapp 130.000 Euro und die S-Variante davon beginnt bei 140.000 Euro. So, machen wir mal Licht an, wird langsam dunkel, ja? Er hat übrigens eine 9-Stufen-Automatik. Also der geht echt gut ab und ich fahre noch lange nicht Vollgas. Ich hätte echt nicht gedacht, dass mir mal ein SUV so zusagt. Ich bin eigentlich selbst jetzt für mich persönlich nicht die SUV-Fahrerin. So für lange Strecken. Ich habe ihn jetzt heute mal hier auf Dienstreise mitgenommen. Habe jetzt schon ein paar 100 Kilometer hinter mir. Und ich muss wirklich sagen, es sagt mir echt zu. Also ich finde es wirklich echt angenehm, mit diesem Wagen hier zu reisen. Jetzt nochmal Gas. Wohlgemerkt kein Vollgas. Also der Sound hier drin, der klingt echt verdammt gut. Jetzt probiere ich natürlich noch mal ein bisschen, ja, zumindest das, was bei uns geht, Offroad. Und dann zeige ich euch auch noch mal das, was hier alles so geht an Technik, weil auch das ist super spannend bei dem Wagen. Fahrmodi, Einstellung, Trail. Jetzt fährt das Fahrwerk hoch. Schauen wir doch mal, wie geländetauglich der ist. Wir fahren hier einfach mal geschmeidig so einen richtig schön matschigen Waldweg mit unterschiedlichen Höhen lang. Also es ist wirklich, wie gesagt, richtig glatt und matschig. Spaß. Das war vielleicht nicht so die beste Idee mit den weißen Klamotten im Wald. Und ich glaube, kein Mensch benutzt dieses Auto so, wie ich es jetzt gerade benutze. Aber man kann es. Zieh dir mal das Trittbrett rein. Ich glaube, da trete ich jetzt besser nicht drauf. Es tut mir leid, Mercedes bald. Ihr kriegt das Auto sauber wieder, versprochen. Aber vorher, wenn er jetzt eh schon so dreckig ist, gibt es noch ein bisschen Offroad-Action. Jetzt haben wir hier beim Verkehrssicherheitszentrum in Olpe die Möglichkeit. Hier gibt es noch mal so einen kleinen Offroad-Part, wo auch so reale Bedingungen geschaffen wurden, die es auch so, ich sag mal, zumindest in deutschen Wäldern auch so gibt. Also wenn Offroad, dann hier. Also wir probieren es jetzt einfach mal. Wenn ich jetzt auf Sport einstelle, dann fährt das Fahrwerk ja runter. Und hier sieht man, wie sich dieser kleine Kreis hier, diese kleine Kugel ganz langsam nach unten bewegt. Und daran sieht man, wie weit das Fahrwerk sich jetzt nach unten bewegt hat. Das heißt, der ist jetzt noch nicht auf der finalen -1-Stellung. Wir wollen aber jetzt +1. Wir wollen ja jetzt Trail. Dafür stelle ich jetzt hier wieder auf
Trail. So, jetzt sieht man hier, fährt er wieder hoch. Jetzt warten wir, bis er ganz oben ist. Ist mir gerade zufällig aufgefallen. Schaut mal hier das Wischwasser. Kommt aus den Scheibenwischern selbst. Also man hat hier nicht mehr diese Fontäne. So, und wenn wir uns jetzt langsam die ganze Zeit vorwärts bewegen, was man jetzt unter solchen Bedingungen jetzt hier auch machen würde, dann bleibt auch die Kamera, die rundum sich die ganze Zeit an. Die können wir übrigens auch noch ändern. Wir können uns das hier anzeigen lassen. Das ist jetzt natürlich die Frontansicht, macht am meisten Sinn. Und hier einmal die Rundumsicht. Finde ich sehr wichtig im Gelände, weil, ich zeige euch jetzt mal warum, wenn ich jetzt zum Beispiel mal dieses Stück fahre, was hier doch relativ eng gehalten ist. Die ganze Schnauze vorne geht hoch, ich fahre ja jetzt gerade so einen Berg hoch, aber hier kann ich 1A sehen, wie viel Platz hier noch ist zu diesem kleinen Hügel hier und wie viel Platz hier noch ist. Das heißt, ich kann quasi blind jetzt das Stück hier fahren. Auch schon so unser erstes Hindernis hier, und zwar einen Baumstumpf. Das war der erste Baumstumpf. Klaus war nicht vorbereitet. Ich bin nicht angeschnallt. So, jetzt kommt, Achtung, festhalten, jetzt kommt der zweite Baumstumpf. Den sehen wir hier wieder schön auf der Kamera. Achtung. Hier einmal diese Schrägfahrt, die probieren wir auch. Ich muss sagen, da fühle ich mich immer ein bisschen unwohl bei. Aber auch das meistert der locker mit Bravour hier. An diesen Hügel dort vorn. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Grad Steigung wir hier haben, aber das geht alles mit dem Wagen. Man denkt ja immer, ein neues SUV kann nicht mehr Offroad genutzt werden, aber doch, kann er. Aber wer es am Ende macht mit so einem 140.000 Euro Auto, ist halt die andere Frage, ne? So, das ist auch noch ein sehr, sehr, sehr hilfreiches Feature. Und zwar, wenn ich jetzt hier an der Ampel stehe, dann geht hier vorne die Kamera an. Wie oft steht man ganz vorne an der Ampel und man sieht die Ampel nicht. Und oft hängen die auch zu hoch, wenn man ganz vorne steht. Ihr kennt es vielleicht. Das ist so ein kleines, aber doch sehr hilfreiches Gadget. Also ich würde fast behaupten, ich bin selten so komfortabel unterwegs gewesen wie mit diesem GLE 63 hier. Also es ist schon ein sehr, sehr angenehmes Fahrgefühl. Jetzt zeige ich euch den Wagen aber erstmal so von außen und von innen. Also der Wagen ist verdammt riesig, das habe ich auch beim Fahren gemerkt. Der hat eine Breite von Spiegel zu Spiegel von 2,15 Meter und eine Länge von fast 5 Metern, um genau zu sein 4,96 Meter. Also es ist größentechnisch wirklich schon ein ganz schön wuchtiges Teil. Aber die Größe findet man dann auch Gott sei Dank im Innenraum wieder, denn hier ist wirklich jede Menge Platz. Also gerade hier hinten, also man hat hier wirklich extrem viel Beinfreiheit. Man kann sich hier wirklich angenehm fast ausstrecken. Auch hier, dass hier alles so schön barrierefrei ist. Nach oben hin ist auch genug Platz, trotz des Schräghecks. Und es ist auch sehr schön hell hier drin, dank des Panoramadachs. In Kombination mit diesem Rot-Schwarz hier und dann eben Kombination mit Leder und hier Alcantara finde ich wirklich sehr, sehr schön. Was kann da hinten noch so? Guckt mal, hier ist sogar noch die Folie dran, weil es noch so neu ist, das Fahrzeug. Ja, hinten auch auf jeden Fall jede
Menge Platz. Kofferraumvolumen hat er in diesem Zustand jetzt 630 Liter. Und wenn man die Sitze jetzt hier umklappen würde, dann hat er ein Kofferraumvolumen von 1380 Litern. Ja, was ziehen darf er natürlich auch mit seiner Anhängerkupplung. Und zwar eine Anhängelast von bis zu 3,5 Tonnen. Hier gibt es ein Trittbrett, was gerade Kleinpersonen wie zum Beispiel mir beim Einsteigen hilft. Da kann man hier einmal drauf steppen, um hier reinzukommen. Allerdings gibt es in diesem Wagen auch eine Absenkfunktion. Das heißt, wenn man parkt und aussteigen möchte, senkt sich das Fahrwerk automatisch ab. Ja, so sieht das hier innen aus. Auch hier vorne jede Menge Platz. Hier in der Mittelkonsole gibt es nochmal wie so Griffe hier zum Festhalten, auch mit indirekter Beleuchtung. Es gibt eine Flächenheizung, die beheizt dann so Flächen, wo man zum Beispiel hier den Arm drauf ablegt oder auch hier zum Beispiel. Ja, dann hat er hier so 2 Displays aneinandergereiht. Also es sind 2 Displays, die aber aussehen wie eines, wenn man mal so von hier schaut. Da ist auch nochmal das Head-Up-Display zu sehen. Auch so die Position dieser Luftdüsen hier und dann diese Carbonleiste, das finde ich sehr, sehr schön und edel gemacht. Auch hier in den Türen. Und ich würde behaupten, der Wagen hat fast alles, was das Herz begehrt. Ich sage extra nur fast alles, weil bei mir würde jetzt hier echt noch ein gefüllter Kühlschrank fehlen. Dann hätte er wirklich alles, was das Herz begehrt. Dieses Display hier ist Touch. Ich glaube, dieses nicht. Nee, das nicht. Dann gibt es auch noch mal hier ein Touchfeld, womit man das soweit alles steuern kann. Aber nicht mal das ist notwendig, hier irgendwie was zu bedienen, denn der Wagen, der kann fast alles per Sprachsteuerung. Das funktioniert so. Hey Mercedes. Was kann ich für dich tun? Schließe das Dachrollo. Okay, ich schließe das Rollo am Schiebedach. Für Fahrer- und Beifahrersitz gibt es hier wirklich richtig Komfort. Dann gibt es auch noch mal hier die Sitzkinetik. Dann gibt es hier noch dieses Energizing Comfort. Das sind verschiedene Programme, die dafür sorgen, dass man beim Fahren zum Beispiel nicht so schnell müde wird oder einfach fitter und vitaler bleibt. Das sind dann unterschiedliche Programme. Ich kann das hier gerade mal starten, dann gucken wir mal, was passiert. Okay, jetzt geht zum Beispiel die Lüftung an. Meine Sitzbelüftung geht an, man hört's. Und jetzt würde sogar die Beduftung angehen. Was ist die Beduftung? Da schauen wir einmal hier ins Handschuhfach. Und hier sehen wir eine Halterung. Hier würde dann normalerweise so ein kleines Fläschchen drin stecken. Das ist dann eine Art Raumduft. Dieser Duft wird hier dann eingesogen und über die Luftdüsen wieder in den Innenraum verteilt. Und das ist wirklich kein irgendwie so ein Duftbäumchengeruch oder so ein penetranter Geruch. Das kann ich zum Beispiel gar nicht ab im Auto, sondern es ist wirklich ein ganz angenehmer, leichter Geruch, wie so eine leichte Frische. Ja, der Wagen hat hier auch das Track Pace. Die Frage ist, ob das halt bei einem GLE tatsächlich notwendig ist. Ja, dürfen wir nicht im Straßenverkehr. Und für den Fall, dass man damit auf eine Rennstrecke fahren sollte, wer auch immer das mit einem GLE tut, kann man dann auswählen, welche Strecke man zum Beispiel fährt. Hier Nürburgring Grand Prix Strecke zum Beispiel. Und dann zeichnet das Fahrzeug auf, wo man gerade dann darüber fahren würde und würde Zeiten messen und so weiter und so fort. Okay, die Frage ist halt nur, wer nutzt das? Wer fährt Rennstrecke im GLE? Ich glaube, niemand. Übrigens hat der GLE 63S eine Höchstgeschwindigkeit von 280 km/h und der Nicht-S 250 km/h. Hier unter Einstellungen kann man zum Beispiel auch die ganzen Fahrassistenzsysteme noch ein- und ausschalten und alle möglichen Sachen einstellen. Das will ich jetzt nicht so im Einzelnen hier alles durchgehen. Ach so, die Anzeigen, die kann ich euch noch zeigen. Man kann hier den Stil dieser Anzeigen auch hier im Tacho ändern. Ich mache mal klassisch, was dann passiert. Dann wird das Ganze blau und super sportlich haben wir auch noch. So sieht super sportlich aus. Das Lenkrad hier, das kennt vielleicht schon einige von euch. Das hat unter anderem hier und hier auch nochmal 2 Displays und die kann man auch bedienen. Also hier kann man zum Beispiel draufdrücken und drehen. Da wechselt man die Fahrmodi. Wenn ich jetzt hier drehe, also erstmal kann man hier draufdrücken und sich unterschiedliche Sachen einstellen. Und wenn ich die Sachen hier eingestellt habe, zum Beispiel jetzt ist hier unten ESP eingestellt. Wenn ich jetzt diesen Knopf betätige, dann kann ich zwischen ESP, Sport und ESP an einstellen. Wenn ich es gedrückt halte, dann
müsste, ja, jetzt stellt es sich auch komplett aus. Wir machen es mal wieder an. Hier in der Mittelkonsole gibt es aber auch nochmal Knöpfe dafür. Die sind dann nur eben hinfällig, weil man eigentlich hier alles am Lenkrad bedienen kann. Also ihr seht, jede Menge Features, jede Menge Komfort und man kann sich wirklich sehr, sehr schnell an diesen Komfort gewöhnen. Schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, wie findet ihr den GLE 63S AMG Coupé? Boah, was für ein langer Name. Schreibt es einfach in die Kommentare, was gefällt euch besonders an dem Wagen. Und ich gebe ihn jetzt leider wieder ab an Mercedes bald. Ich würde ihn am liebsten behalten. Der Wagen macht mir echt Spaß, muss ich echt sagen. Ja, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ciao.